Die Revolution kam von einem Unternehmen, das lange dafür bekannt war, auf Nummer sicher zu gehen. Toyota, ja, derselbe Toyota, der hinter dem Camry ihres Onkels und dem Prius ihres Lehrers steckt, schreibt die Regeln neu mit einem Schritt, den niemand kommen sah. Ein voll elektrischer SUV, der nicht nur leistungsstark oder schick ist, sondern auch wirklich erschwinglich ist. Vergessen Sie die sechsstelligen Beträge für Elektroautos und Luxusgimmicks. Hier geht es nicht um Angeberei. Zu dramatisch? Vielleicht. Aber wenn ein traditioneller Autohersteller plötzlich damit droht, Tesla auszustechen, ohne die Bank zu sprengen, sollte man glauben, dass die Branche den Atem anhält. Lassen Sie uns auspacken, was gerade passiert ist. Leistung, Kraft, wo es darauf ankommt. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass sich der billigste elektrische Geländewagen der Welt keineswegs billig anfühlt? Die meisten Menschen hätten nie gedacht, dass sie diese Frage stellen würden. Denn in der Welt, die wir kennen, war Erschwinglichkeit immer mit Kompromissen verbunden. Billigautos waren das absolute Minimum. Functional. Ja, aber aufregend. Niemals. Und jetzt kommt Toyota und schreibt die Definition von Wert leise neu. In dem Moment, in dem Sie das Gaspedal durchtreten, bemerken Sie etwas Unerwartetes. Das ist nicht das träge Brummen eines Billigmotors, das ist sofortiges Drehmoment, sanfte Kraft und über 210 PS, die sofort zur Verfügung stehen. Das Auto schlingert nicht und zappelt nicht. Es gleitet. Souverän. Mühelos. Als wollte er sagen, ja, ich bin nur $13.000 wert, was soll's? Und das Gewicht? Knapp unter 3.600 Pfund. Nicht zu schwer. Nicht zu leicht, gerade genug, um ihm dieses bodenständige, agile Gefühl zu geben, wenn man durch die Straßen der Stadt kurvt oder auf die Autobahn auffährt, ohne den Atem anzuhalten. Er ist kein Sportwagen, aber das muss er auch nicht sein. Er ist etwas Besseres, er reicht aus. Und das auf die bestmögliche Weise. Aber hier fängt es an, mit ihren Erwartungen zu spielen, die Reichweite. Man könnte meinen, Toyota würde auf Nummer sicher gehen. Vielleicht 150 Meilen? 180. Wenn wir Glück haben. Nein. Schon die Basisversion bietet eine Reichweite von rund 220 Meilen. Genug, um die meisten Wochen zu überstehen, ohne auch nur einen Blick auf ein Ladegerät zu werfen. Und für diejenigen, die sich nach mehr Reichweite sehnen, gibt es 2 optionale Batteriepakete, die eine Reichweite von 270 und 300 plus Meilen bieten. Und jetzt kommt der Clou, das Aufladen dauert keine Stunden. Dank der 150 kW Schnellladeunterstützung können Sie in weniger als 25 Minuten von 30% auf 80% kommen. Das ist eine Kaffeepause, nicht ein ganzer Nachmittag. Plötzlich geht es nicht mehr darum, was man opfert, um Geld zu sparen. Es ist eine Geschichte darüber, was endlich möglich ist, wenn ein Unternehmen aufhört, Milliardäre zu beeindrucken und anfängt, für den Rest von uns zu bauen. Und gerade wenn man denkt, dass man dieses Auto verstanden hat, man öffnet die Tür, setzt sich auf den Fahrersitz und merkt, das ist erst der Anfang. Innenausstattung. Comfort. Das hat niemand erwartet. Sie werden nicht glauben, was in einem $13.000 Elektrofahrzeug steckt. Bis Sie es sehen. Das ist nicht nur eine Behauptung, sondern ein echter Moment des Unglaubens für fast jeden Autoliebhaber und Erstkäufer, der einen Blick in das Innere von Toyotas neuester Kreation wirft. Man erwartet harte Plastikoberflächen, veraltete Technik und Kompromisse auf Schritt und Tritt. Aber was Toyota geliefert hat, ist etwas ganz anderes. Es fühlt sich weniger wie ein Einstiegsmodell an, sondern eher wie eine kalkulierte Umwälzung all dessen, was wir uns von preiswerten Fahrzeugen versprochen haben. Und was am meisten überrascht, ist nicht nur, dass der Innenraum funktional ist, sondern auch, dass er sich begehrenswert anfühlt. Fangen wir mit dem Platzangebot an. Dies ist kein winziges Stadtauto, das versucht, 5 Personen in eine Sardinenbüchse zu quetschen. Mit Abmessungen, die mit denen des Toyota RAV4 vergleichbar sind, bietet dieser elektrische Geländewagen ausreichend Platz für Familien, Berufspendler und Mitfahrgelegenheiten, die sich auf einen geräumigen Innenraum verlassen, damit sich ihre Passagiere wohlfühlen. Die Beinfreiheit vorne und hinten ist großzügig. Die Dachlinie verjüngt sich nicht unangenehm. Und auch größere Passagiere fühlen sich nicht eingeengt. Dieses Gefühl der Geräumigkeit, das normalerweise weitaus teureren Fahrzeugen vorbehalten ist, bildet die Grundlage für den Komfort des Fahrzeugs. Aber Platz allein ist nicht genug. Was dieses Fahrzeug wirklich auszeichnet, ist die Art und Weise, wie Toyota diesen Raum nutzt.
Die Materialien fühlen sich an den richtigen Stellen weich an. Sie werden nicht mit der Hand über das Armaturenbrett oder die Türverkleidung streichen, nur um dann vor dem spröden Plastik zurückzuschrecken. Stattdessen entscheidet sich Toyota für raffinierte Oberflächen, die bewusst aussehen und sich auch so anfühlen, mit Designverzierungen, die ein Gleichgewicht zwischen Zweckmäßigkeit und Glanz herstellen. Dies ist nicht minimalistisch im Sinne von Kosteneinsparungen, sondern im Sinne von selbstbewusster Zurückhaltung. Jede Wahl hat einen Zweck und nichts fühlt sich wie Füllmaterial an. Lassen Sie uns jetzt über die Technik sprechen. Denn hier übertrifft Toyota die Erwartungen noch mehr. Vorne und in der Mitte befindet sich ein beeindruckender 14 Zoll Touchscreen, der das Armaturenbrett nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine Klarheit und Reaktionsschnelligkeit dominiert. Es ist intuitiv, es ist flüssig und, was noch wichtiger ist, es überbrückt die Generationskluft zwischen Digital Natives und denjenigen, die einfach nur die Klimaanlage einstellen wollen, ohne sich durch ein Labyrinth zu kämpfen. Egal, ob sie Musik streamen, ihr Smartphone synchronisieren oder ihre Route abrufen. Die Bedienung ist erfrischend flüssig und wirkt wie aus einem Premium-Segment entnommen. Und direkt hinter dem Lenkrad befindet sich ein voll digitales 8-Zoll-Fahrer-Display, das alle wichtigen Informationen anzeigt, ohne den Benutzer zu überfordern. Battery-Reichweite, Geschwindigkeit, Navigationshinweise, alles ist da, übersichtlich angeordnet und leicht auf einen Blick zu erfassen. Für Digital Natives fühlt sich das vertraut und ansprechend an. Für weniger technikaffine Fahrer wirkt es eher einladend als abschreckend. Toyotas Durchdachtheit setzt sich auch im Fond fort, wo kleine Details eine große Wirkung erzielen. Die Fondpassagiere verfügen über eigene Belüftungsdüsen für die Klimaanlage, ein Merkmal, das normalerweise Modellen im Preisbereich von $30.000 bis $50.000 vorbehalten ist. Hinzu kommen mehrere Universal Serial Bus Ladeanschlüsse und sogar kabellose Ladeoptionen. Und plötzlich bietet dieses Fahrzeug nicht nur Platz, sondern ist auch vorausschauend. Für Eltern, die auf dem Rücksitz mit Geräten jonglieren müssen, oder für Fahrer von Mitfahrgelegenheiten, die ihre Passagiere mit Strom versorgen müssen, sind diese Ergänzungen funktionaler Luxus. Aber die eigentliche Überraschung, das Detail, das diesen Innenraum zu einem wahren Luxus macht, ist die 32-farbige Ambientebeleuchtung. Es ist subtil, es ist einstellbar und es verwandelt den Innenraum in einen Raum, der sich persönlich anfühlt. Allein diese Funktion schafft ein Erlebnis, das Käufer von einem Auto dieser Preisklasse nicht erwarten. Es gibt den Nutzern etwas Emotionales, das Gefühl, dass dieses Fahrzeug mehr ist als nur ein Transportmittel. Es wird zu einem Raum, der sich anfühlt, als gehöre er ihnen. Es ist wichtig, hier innezuhalten und zu überlegen, was das wirklich bedeutet. Jahrzehntelang wurden preisgünstige Fahrzeuge gebaut, um Ziele zu erreichen, nicht um aufzufallen. Ihr Nutzen stand an erster Stelle, der Komfort an letzter. Toyota ist dabei, diese Formel neu zu schreiben. In diesem Fahrzeug sind Komfort, Raum und intelligente Technologie keine nachträglichen Überlegungen. Sie sind Teil der DNA. Sie können diese Philosophie in jeder Taste, jedem Berührungspunkt und jeder Interaktion im Innenraum spüren. Es ist nicht nur ein Platz zum Sitzen während der Fahrt. Es ist ein Raum für das wahre Leben. Für Familien ist dieser Innenraum ein entscheidender Faktor. Platz und Luftzirkulation auf den Rücksitzen sind wichtig, wenn Sie Kinder haben. USB-Anschlüsse und schnelles Pairing sind wichtig, wenn Sie unterwegs die Schule abholen, navigieren und telefonieren müssen. Für Digital Natives machen die vernetzten Funktionen und nahtlosen Infotainment-Optionen die tägliche Fahrt zu einem angenehmeren, produktiveren Erlebnis. Und für Rideshare-Fahrer bedeuten diese Innenraumfunktionen bessere Bewertungen, komfortablere Fahrgäste und eine professionellere Ausstattung. Und das alles, ohne die Betriebskosten in die Höhe zu treiben. Aber die Überraschungen hören hier noch nicht auf. Denn von innen heraus macht dieses Elektrofahrzeug immer wieder kühne Aussagen. Und wenn man erst einmal sein Äußeres gesehen hat, nun, sagen wir einfach, es ist nicht das, was man von einem günstigen Elektrofahrzeug erwartet. Platform, die versteckte Revolution. Dies ist kein billiges Auto. Es ist ein ausgeklügeltes Auto. Diese Unterscheidung ist der leise Motor hinter Toyotas ganzem Umbruch. Während die Schlagzeilen über den Preis von $13.000 schreien, ist das, was diesen elektrischen Geländewagen wirklich revolutionär macht, alles, was sich unter der Oberfläche verbirgt. Von der fortschrittlichen Batteriearchitektur bis hin zur künstlichen Intelligenz, dieses Fahrzeug ist nicht auf Kompromisse ausgelegt.
es ist auf Beherrschung ausgelegt. Das Herzstück dieser Revolution ist eine Partnerschaft, die der konventionellen Automobilbauweisheit widerspricht: Toyota und GAC. GAC, kurz für Guangzhou Automobile Group, ist einer der effizientesten und technologisch fortschrittlichsten Automobilkonzerne Chinas. GAC ist dafür bekannt, hochwertige Elektrofahrzeuge in kosteneffizientem Umfang zu produzieren und arbeitet nicht wie ein traditioneller Zulieferer. Es agiert eher wie ein strategischer Co-Pilot, der Präzision, Geschwindigkeit und Effizienz in jede Phase der Produktion bringt. Anstatt alles selbst zu bauen, hat Toyota einen mutigen, aber kalkulierten Schritt getan, um sich in das bestehende Elektrofahrzeug-Ökosystem von GAC zu integrieren. Auf diese Weise konnte Toyota auf eine Lieferkette zurückgreifen, die bereits auf Kosten, Geschwindigkeit und regionale Beschaffung optimiert war. Die modularen Fertigungsprozesse von GAC ermöglichten es Toyota, die Kosten nicht durch Einsparungen, sondern durch die Vermeidung von Verschwendung zu senken. Jede Schraube, jede Batterie und jeder Sensor ist Teil eines ausgeklügelten Produktionssystems, das die Gemeinkosten niedrig und die Leistung hoch hält. Eine der wichtigsten technischen Entscheidungen bei dieser Plattform ist die Entscheidung von Toyota für die Lithium-Ionen-Phosphat-Batterietechnologie. Während Lithium-Ionen-Batterien einen Großteil des Booms der Elektrofahrzeuge angetrieben haben, sind sie mit teuren Abhängigkeiten, seltenen Materialien wie Kobalt und Nickel, begrenzter Lebensdauer und komplexen Wärmemanagementsystemen verbunden. Lithium-Ionen-Phosphat hingegen verändert das Spiel. Diese Batterien sind sicherer, stabiler und erschwinglicher. Sie lassen sich gleichmäßig aufladen, halten extremen Temperaturen besser stand und können mehr Zyklen überstehen, bevor sie sich abbauen. Vor allem aber sind sie leichter lokal zu beschaffen. Das ist entscheidend in einer Welt, in der die Lieferketten fragil und politisch komplex geworden sind. Durch die Wahl von Lithium-Ionen-Phosphat-Batterien konnte Toyota nicht nur die Batteriekosten erheblich senken, sondern auch die Ausfallsicherheit und Vorhersagbarkeit erhöhen. 2 Faktoren, die eine globale Skalierbarkeit ermöglichen, ohne auf instabile Quellen angewiesen zu sein. Doch es geht nicht nur um die Batterie. Dieses Fahrzeug ist intelligent, erschreckend intelligent für seine Preisklasse. Das Herzstück ist der NVIDIA Drive RGX Orin X Chip, ein leistungsstarker Prozessor, der normalerweise in Luxus-Elektrofahrzeugen zu finden ist. Dieser einzelne Chip steuert eine ganze Reihe fortschrittlicher Fahrerassistenzfunktionen, vom adaptiven Tempomat und Spurhalteassistenten bis hin zur Echtzeit-Objekterkennung und vorausschauenden Entscheidungsfindung. Es fusioniert die Daten von 27 Sensoren, 11 hochauflösenden Kameras, 12 Ultraschallradaren und 3 M-Wellensensoren zu einem ständig aktualisierten Modell der Umgebung des Fahrzeugs. Ein derartiges Maß an Autonomieunterstützung ist in einem Fahrzeug, das weniger als $20.000 kostet, geschweige denn $13.000 nicht zu finden. Und während Tesla auf sein proprietäres Over-the-Air-Abonnementsystem angewiesen ist, um viele seiner fortschrittlichen Fahrfunktionen zu aktivieren, ist das Angebot von Toyota integriert. Keine zusätzlichen Gebühren, keine Freischaltcodes, nur echte Fähigkeiten direkt nach dem Auspacken. Um dieses technologische Niveau zu erreichen, brauchte Toyota mehr als nur eine clevere Software. Es brauchte ein Fertigungs- und Logistikmodell, das Präzisionshardware in großem Umfang liefern konnte. Hier kam die jahrzehntelange Erfahrung mit schlanker Produktion ins Spiel. Toyota hat seine legendären Just-in-Time-Liefersysteme, das modulare Fahrzeugdesign und die lokalisierte Materialbeschaffung auf ein Elektrofahrzeug angewandt. Das Ergebnis: ein Fahrzeug, das überall gebaut, an die regionalen Anforderungen angepasst und schneller und billiger geliefert werden kann als alles, was die Konkurrenz bisher geschafft hat. In der Vergangenheit bedeutete die Entwicklung von Plattformen für Elektrofahrzeuge oft hohe Kosten, langsame Iterationen und begrenzte Produktionsserien. Das ist vorbei. Diese Plattform ist wendig, zukunftssicher und vor allem wiederholbar. Toyota und GAC haben nicht nur ein Auto gebaut, sondern auch ein Produktionssystem, das lizenziert, vervielfältigt und für den globalen Markt skaliert werden kann. Die Genialität liegt nicht in dem, was Toyota hinzugefügt hat, sondern in dem, was sie verfeinert haben. Das ist Technik als Strategie. Nicht nur um ein Auto zum Laufen zu bringen, sondern um es überall und für jeden zum Laufen zu bringen. Und trotz all dieser Innovationen wäre nichts davon von Bedeutung ohne den Schritt, der die Welt verblüffte. Preis: der Schock, der um die Welt ging. $13.000. Das ist kein Geschäft.
Es ist eine Detonation. Toyota hat nicht nur den Preis für ein Elektrofahrzeug gesenkt. Sie haben den Markt umgeschrieben. Jahrelang haben die Autohersteller darauf bestanden, dass erschwingliche Elektrofahrzeuge ohne größere Abstriche bei Sicherheit, Leistung oder Komfort nicht möglich seien. Tesla hat sein gesamtes Modell auf Premiumpreisen aufgebaut, während selbst Billigkonkurrenten wie Build Your Dreams und Xpeng weit über der $2000-Marke schwebten. Aber Toyota hat gerade die Preisobergrenze gesprengt und jetzt rätselt die gesamte Branche, wie das geschehen konnte. Das ist es, was die meisten Käufer nicht sehen. Dieser Preis ist keine Spielerei. Es handelt sich nicht um ein Einführungsangebot oder eine abgespeckte Version, um eine bestimmte Schlagzeile zu erreichen. Es ist das Ergebnis strategischer Entscheidungen, die auf jeder Ebene der Produktion getroffen wurden. Durch die Nutzung der lokalen Lieferkette von GRC konnte Toyota kostspielige Transportkosten und Einfuhrzölle vermeiden. Durch die Verwendung von Lithium-Eisenphosphat-Batteriepaketen konnten die Materialkosten gesenkt werden. Und durch die Nutzung seines eigenen globalen Produktionsnetzwerks hat Toyota seine jahrzehntelange Erfahrung mit Kostensenkungen auf eine völlig neue Fahrzeugkategorie übertragen. Aber der vielleicht kühnste Schritt von allen ist dieser. Toyota verkauft dieses Fahrzeug mit Verlust. Ja, das klingt kontraintuitiv. Aber es ist dieselbe Strategie, die Amazon von einer Online-Buchhandlung zu einem globalen Tech-Imperium gemacht hat. Man nimmt einen Verlust bei dem Produkt in Kauf. Sie dominieren den Markt. Und dann monetarisiert man alles andere. Im Fall von Toyota beinhaltet alles andere eine Zukunft mit Abonnementfunktionen, vernetzten Diensten und Upgrades, die nach und nach eingeführt werden. Das Auto ist nicht mehr nur ein Produkt. Es ist eine Plattform für kontinuierliches Engagement. Und das ist der Grund, warum Tesla und andere diesen Schritt nicht einfach kopieren können. Die gesamte Identität von Tesla ist auf hohe Gewinnspannen und ein hochwertiges Markenimage ausgerichtet. Ihre vertikal integrierte Lieferkette ist teuer in der Wartung. Ihr Einzelhandelsmodell stützt sich auf Direktvertriebskanäle, die nicht über die Serviceinfrastruktur eines alten Händlernetzes verfügen. Und ihre Hauptkunden erwarten Luxus, Innovation und Prestige. Würde Tesla plötzlich die Preise senken, um mit Toyota gleichzuziehen, würde das seine Gewinnspannen einbrechen lassen, seine Marke verwässern und die Kunden verprellen, die es über ein Jahrzehnt lang aufgebaut hat. Selbst wenn Elon Musk in den kommenden Jahren ein sogenanntes Budgetmodell auf den Markt bringen sollte, wird es eine Aufholjagd sein. Denn Toyota hat bereits geliefert. Und zwar ohne das Vertrauen in die Marke oder die langfristige Rentabilität zu gefährden. Dieses Preisschild ist kein Wettlauf nach unten. Es handelt sich um eine strategische Unterbrechung von oben nach unten. Toyota nutzt seine enormen Bargeldreserven, seinen guten Ruf in Sachen Qualität und seine Partnerschaft mit GAC, um nicht nur Tesla zu unterbieten, sondern auch alle anderen Autohersteller, die immer noch glauben, dass Elektrofahrzeuge Premiumfahrzeuge sein müssen, für preisbewusste Käufer, die den Markt für Elektrofahrzeuge bisher nur von der Seitenlinie aus beobachtet haben, ist dies mehr als nur eine Chance. Es ist ein Moment der Rechtfertigung. Elektrofahrzeuge sind nicht länger nur etwas für die Elite. Sie sind für alle da. Und Toyota hat es gerade bewiesen. Und deshalb ist der Preis von $13.000 kein Angebot. Es ist ein Warnschuss. Aber es gibt immer noch eine Sache, der dieses Elektrofahrzeug nicht entkommen kann. Und sie könnte alles entscheiden. Nachteil: der Engpass in der Infrastruktur. Selbst ein perfektes Elektrofahrzeug ist nutzlos, wenn es nirgendwo aufgeladen werden kann. Das ist die bittere Wahrheit, mit der nicht nur Toyota, sondern die gesamte Elektrofahrzeugbranche konfrontiert ist. Auch wenn dieser neue Geländewagen in puncto Leistung, Komfort und Preis überzeugt, hat er doch mit dem ältesten und hartnäckigsten Feind der Masseneinführung zu kämpfen: der Infrastruktur. Lassen Sie uns mit den Grundlagen beginnen. Die Ladegeschwindigkeit bedeutet nichts, wenn es keine Ladestationen in der Nähe gibt. In Ländern wie den Vereinigten Staaten und Indien ist das öffentliche Ladenetz immer noch lückenhaft, uneinheitlich und liegt weit hinter dem zurück, was es sein müsste. Langstreckenfahrten sind theoretisch möglich, in der Praxis aber oft frustrierend. Autofahrer in ländlichen Gebieten, Wohnsiedlungen oder unterentwickelten Regionen stehen immer noch vor der Frage: Wo kann ich laden? Selbst in Ländern mit einer fortschrittlicheren Infrastruktur, wie in Nordeuropa oder Teilen Chinas, beginnt die Nachfrage das Angebot zu übersteigen. Die Ladestationen sind überfüllt, die Ladegeschwindigkeiten variieren und die Unterstützung für schnellere Protokolle ist uneinheitlich.
Dieser Toyota kann zwar mit bis zu 150 Kilowatt schnell aufgeladen werden, aber das ist nur hilfreich, wenn es solche Stationen gibt und sie zuverlässig funktionieren. Außerdem gibt es noch die Frage der Vorschriften. Jedes Land hat seine eigenen Normen für Emissionen, Crashtests und Batteriezertifizierungen. Und die Anpassung dieses Fahrzeugs an all diese Normen könnte zu Verzögerungen führen, die Produktionskosten erhöhen oder regionale Umstrukturierungen erfordern, was Toyotas Ziel der weltweiten Einführung unter Druck setzen würde. Aber die vielleicht größte Herausforderung ist nicht physischer Natur, sie ist psychologisch. Die Wahrnehmung ist die letzte Grenze bei der Einführung von Elektrofahrzeugen. Viele Erstkäufer glauben immer noch, dass Elektrofahrzeuge unbequem, riskant oder experimentell sind. Sie befürchten, dass sie auf dem Trockenen sitzen. Sie zweifeln an der Reichweite und vertrauen nicht darauf, dass sie bei Bedarf Unterstützung erhalten. Toyotas $13.000 teurer Geländewagen mag diese Ängste auf dem Papier überwinden, aber die Infrastruktur muss ihn in der Praxis unterstützen. Und solange dieses Problem nicht gelöst ist, werden selbst die besten Elektrofahrzeuge auf eine Mauer stoßen. Das ist genau der Grund, warum Tesla, das einst unantastbar war, jetzt unter direktem Beschuss steht. Tesla, die Premium-Markenfalle. Doch genau dieses Premium-Modell, das einst den Erfolg definierte, hat eine inhärente Schwachstelle offenbart. Die hohen Gewinnspannen von Tesla und die Abhängigkeit von einem Statussymbol sind heute eher ein Hindernis als ein Vorteil. Wenn man die Kosten der Leistung sowohl an der finanziellen Verpflichtung als auch an der langfristigen Nachhaltigkeit misst, wird die Exklusivität des Premium-Modells zu seiner größten Schwäche. Tesla kann die Preise nicht einfach senken, ohne die Gewinnspannen zu gefährden, mit denen das Unternehmen seine fortschrittliche Forschung und globale Infrastruktur finanziert. Eine Preissenkung für das Model 3 oder Model Y könnte das Elite-Image der Marke untergraben und zu finanzieller Instabilität führen. Stattdessen ist Tesla mit seinem derzeitigen Modell in einer Strategie gefangen, die ein großes Segment potenzieller Käufer ausschließt, die sich eine erschwingliche und dennoch zuverlässige Elektromobilität wünschen. Elon Musk hat schon oft einen erschwinglicheren, preisgünstigeren Tesla angedeutet. Diese Andeutung in die Tat umzusetzen, ist jedoch angesichts der Kostenstruktur des Unternehmens eine gewaltige Herausforderung. Teslas Vertical Integration, seine hochmoderne Software und die massiven Investitionen in autonome Technologien sind allesamt auf Verkäufe mit hohen Margen angewiesen, um überlebensfähig zu bleiben. Die Produktion eines wirklich preisgünstigen Elektrofahrzeugs würde eine vollständige Überarbeitung nicht nur des Fahrzeugs selbst, sondern auch der Herstellung, des Vertriebs und sogar des Markenauftritts von Tesla erfordern. Teslas Leistung und Innovation sind zwar nach wie vor überzeugend, aber die Unfähigkeit des Unternehmens, eine kostengünstigere Option anzubieten, ohne sein Geschäftsmodell drastisch zu ändern, hat viele potenzielle Kunden in ein Dilemma gestürzt. Für diejenigen, die Wert auf Leistung und futuristische Funktionen legen, ist Tesla weiterhin attraktiv. Doch für den breiten Markt stellt der beträchtliche Preisunterschied eine Barriere dar, die immer schwerer zu ignorieren ist. Die Verbraucher geben sich nicht mehr mit Versprechungen zufrieden. Sie wollen Praktikabilität. Und jetzt, wo Toyotas $13.000 teurer Elektrogeländewagen bereits auf der Straße ist, sieht sich Tesla zum ersten Mal gezwungen, sich zu verteidigen. Aber nicht nur Tesla steht im Fadenkreuz. In China braut sich ein Krieg zusammen, in dem Preis, Umfang und Geschwindigkeit die Zukunft der Elektromobilität auf globaler Ebene neu definieren. BYD Home Turf Rivalry. Die weltweit meistverkaufte Elektrofahrzeugmarke in China wurde gerade von einem unerwarteten Konkurrenten überfallen. BYD, mit vollem Namen Build Your Dreams, dominiert den chinesischen Markt seit langem mit seiner wertorientierten Führungsposition, seiner umfangreichen Produktion und seinem Ruf, kosteneffiziente Lösungen für die Elektromobilität zu liefern. Die Stärke von BYD liegt in seiner Fähigkeit, Elektrofahrzeuge zu produzieren, die innovative Batterietechnologie mit Erschwinglichkeit verbinden und so die Herzen von Millionen chinesischer Verbraucher gewinnen. Doch Toyotas $13.000 teurer Elektrogeländewagen hat BYDs Heimspiel gestört. Während BYD sich dadurch auszeichnet, dass es die Produktionskosten niedrig hält und diese Einsparungen an seine Kunden weitergibt, hat Toyota seine globale Lieferkette und seine jahrzehntelange Erfahrung in der Produktion genutzt, um ein Elektrofahrzeug zu entwickeln, das BYD auf seinem eigenen Terrain herausfordert.
Beim Vergleich von Batterietechnologie und Kostenplanung stellt Toyotas Ansatz eine direkte Konfrontation mit BYDs etablierter Formel dar. Toyotas Partnerschaft mit einem führenden chinesischen Hersteller ermöglicht es dem Unternehmen, auf lokale Ressourcen zuzugreifen und die Produktion zu optimieren. Eine Strategie, die mit BYDs eigener Effizienz konkurriert. Für BYD ist diese neue Herausforderung mehr als eine Wettbewerbsbedrohung. Es ist eine Aufforderung, seine Preisgestaltung und sein Wertangebot zu überdenken. Das Risiko der Preiskannibalisierung ist groß. Wenn BYD seine Preise weiter senkt, könnte das Unternehmen die Qualität und Innovation, die seine Markenzeichen sind, aufs Spiel setzen. In der Zwischenzeit zielt Toyota auf die Kernkunden von BYD ab, indem es ein Produkt anbietet, das sich zuverlässig und fortschrittlich anfühlt, ohne den Premiumpreis zu haben. Diese Strategie zwingt BYD zu einer Entscheidung zwischen der Beibehaltung seiner derzeitigen Gewinnspannen und der Anpassung an einen sich schnell entwickelnden Markt, auf dem Erschwinglichkeit immer wichtiger wird. Für Käufer auf dem asiatischen Markt und für Branchenbeobachter gleicht der Wettbewerb inzwischen einem regelrechten Plattformkrieg, bei dem weit mehr auf dem Spiel steht als die unmittelbaren Verkaufszahlen. Während der Druck in China zunimmt, verschiebt sich die Dynamik der Elektromobilität. Verbraucher, die früher glaubten, dass Premium-Funktionen einen Premiumpreis erfordern, sehen nun eine Alternative, die den Status quo durchbricht. Als Reaktion darauf könnte BYD gezwungen sein, seine technologische Entwicklung zu beschleunigen, seine Produktpalette zu überarbeiten oder seine internationale Expansion zu verdoppeln. Und in Europa sind die Schockwellen dieses Kampfes jetzt noch deutlicher zu spüren. Volkswagen, ein Erbe unter Druck. Es gab eine Zeit, in der Volkswagen an der Schwelle zum Elektrozeitalter stand, mit einem Erbe, das auf ikonischer Technik und einem weltweiten Image als Volksauto beruht. Investierte VW Milliarden in eine kühne Umgestaltung. Die ID.-Serie, elegant, futuristisch und vielversprechend, sollte Europa in eine saubere, elektrifizierte Zukunft führen. Doch auf dem Weg dorthin ist etwas passiert. Während sich die Elektroautolandschaft entwickelte, braute sich ein Sturm zusammen und sein Name war Toyota. Mit einem schockierend erschwinglichen Elektrogeländewagen für $13.000 betrat Toyota nicht nur das Spiel, sondern veränderte es auch. Plötzlich begann die sorgfältig erarbeitete Vision von Volkswagen unter dem Gewicht der neuen Erwartungen zu zerbrechen. Modelle wie der ID.3 und der ID.Vire, die einst als Symbole der Innovation gefeiert wurden, wirken heute weniger wie Wegbereiter als vielmehr wie überteuerte Artefakte. Der Markt lässt sich nicht mehr von Schlagwörtern oder alten Markenzeichen beeindrucken. Die Menschen wollen Leistung, Zweckmäßigkeit und einen Preis, der sie nicht zusammenzucken lässt. Und das ist der Punkt, an dem Volkswagen scheitert. Während Toyota seine Lieferkette rücksichtslos optimierte, eine schlanke Produktion einführte und Elektroautos baute, die für den Durchschnittskäufer sinnvoll sind, blieb VW in alten Gewohnheiten verhaftet. Schleppende Markteinführung, aufgeblähte Kosten und ein fast nostalgischer Widerstand gegen Veränderungen. Es ist nicht nur eine Frage der Produktion. Es ist eine Identitätskrise. Wie kann eine Marke, die einst für erschwingliche Mobilität stand, rechtfertigen, dass sie in dem Bereich, in dem sie Pionierarbeit geleistet hat, überholt wird? Käufer, die einst auf deutsche Ingenieurskunst schworen, stellen nun deren Wert in Frage. Nicht, weil die Autos schlecht sind, sondern weil der Wert selbst neu definiert wurde. In einer Welt, in der Innovation am Zugang und nicht am Status gemessen wird, fühlen sich die traditionellen Stärken von Volkswagen langsam veraltet an. Die Auswirkungen gehen über das Produktdesign hinaus. Hier geht es um Philosophie. Es geht darum, das Prestige-Konzept loszulassen und zu akzeptieren, dass das Erbe in einer Ära der radikalen Neuerfindung keine Immunität gewährt. Und wenn VW nicht schnell einen anderen Gang einlegt, könnte es nicht nur Marktanteile verlieren. Es könnte seine Relevanz verlieren. Die elektrische Zukunft wartet nicht auf jemanden. Die Regeln werden von den Mutigen, den Effizienten, den Unerwarteten neu geschrieben. Toyota hat es kommen sehen. Andere, wie VW, versuchen immer noch, die Karte zu lesen. Aber was denken Sie? Ist dies nur eine schwierige Phase für Volkswagen oder der Beginn einer größeren Abrechnung? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Und wenn Sie dieses Video aufschlussreich fanden, geben Sie ihm einen Daumen nach oben und vergessen Sie nicht, es zu abonnieren, um weitere mutige Ansichten über die Zukunft der Mobilität zu erhalten. Vielen Dank fürs Anschauen. Auf Wiedersehen und bis später.